Hallöchen Leute, ich bin Jack Jezra und manche von euch kennen mich sicherlich von Twitch. Und wer mich nicht kennt, ich mache digitale Kunst. Und was ich sehr häufig zeichne, sind Emotes, zum Beispiel für Twitch. Und hier seht ihr eins meiner aktuellen Emotes auf Twitch. Mein Wolf, der noch keinen Namen hat. Und ich möchte euch hier in dieser Reihe How-to-Emotes zeigen, wie man solche Emotes zeichnet und worauf man achten muss. Und dafür mache ich eine mehrteilige Videoreihe in schönen kleinen Häppchen. Vermutlich wären das so 6 bis 7 Videos. Ich wurde in meinen Streams schon oft nach Tipps und Tricks zu Emotes gefragt. Und dann dachte ich jetzt, wieso mache ich nicht einfach Videos? Und das sind wir. Und vorweg, wenn ihr diesem Video ein Like geben könnt oder sogar dem Kanal ein Abo, dann würde mich das nicht nur sehr freuen, sondern würde mir auch helfen, mehr Content in diese Richtung zu machen. Und hier ein wichtiger Hinweis. Ich bin bei weitem kein Meister und es gibt sicherlich schönere und bessere und intelligentere Wege, wie man die Dinge, die ich machen könnte. Aber ich komme damit gut klar. Und ich denke, vielleicht hilft euch das ja. Wenn ihr Vorschläge habt, wie man das besser machen könnte oder anders machen könnte oder wie ihr das eben macht, dann lasst gerne einen Kommentar unter dem Video. Dann legen wir direkt mal mit dem ersten Teil los, den technischen Grundlagen. Also zuerst einmal, was sind überhaupt Emotes? Und dann, welche Programme sollte man nutzen? Kann man nutzen oder könnte man nutzen? Und dann, welche Dateiformate sollte man nutzen? Welche gibt es? Welche sollte man nicht nutzen? Und dann, ganz wichtig, Bildformate. Das zeige ich euch alles. Also fangen wir mal damit an, was sind Emotes? Emotes oder Emoticon ist der Überbegriff für Smileys, Emojis und Text-Smileys. Aber im Online-Jargon bezeichnet man damit meistens gezeichnete Smileys oder auch Fotos, die Gesichtsausdrücke zeigen. Die sind für diverse Chats wie zum Beispiel Discord oder auch Twitch gemacht bzw. gezeichnet. Der Begriff Emoji bezeichnet zum Beispiel nur die fest eingebauten Smileys im Unicode, die ihr alle in eurer Handytastatur findet. Übrigens, kleiner Funfact, in Windows auch auf Windows-Taste und Punkt zu finden. Probiert das aus, Windows-Taste, Punkt. Da findet ihr ein Emoji-Menü, was ihr in jedem Textfeld nutzen könnt. Und wenn man zum Beispiel einen Discord-Server hat oder einen Twitch-Kanal, dann kommt man auch fast nicht an Emotes vorbei. Auf Discord kann man einfach so Bilder als Emotes hochladen. Und auf Twitch kann man das, wenn man Affiliate geworden ist. Und wenn man sich dazu entschieden hat, dass man eventuell selbst diese Emotes zeichnen möchte, dann steht man erstmal da und weiß nicht so recht wo und wie man anfangen soll und worauf man achten muss. Aber dafür bin ich ja jetzt da. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, der Software. Es gibt sehr viele Programme auf dem Markt, die für das digitale Zeichnen wunderbar geeignet sind. Da verliert man sehr oft den Überblick. Ich zeige euch jetzt einige kostenpflichtige und auch einige kostenlose Programme. Links dazu findet ihr dann unten in der Beschreibung. Jetzt zu den wichtigsten kostenpflichtigen Programmen. Da gibt es 3 große. Einmal Photoshop, sehr teuer, aber liefert euch eigentlich alles, was ihr braucht. Also eigentlich. Also fast ein bisschen zu viel von allem und zu wenig von reinem Zeichentools. Photoshop ist so das Bildbearbeitungsprogramm für alles und versucht auch alles zu machen. Aber wenn man sich dann reinsteigern will, ist man sehr überwältigt von Funktionen, denke ich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall extrem gut für Nachbearbeitung und hat auch wundervolle Algorithmen zur Bildverkleinerung und Vergrößerung. Dann mein Favorit, Paint Tool Sai. Nutze ich auch on-stream meistens und ist ein wundervolles und sehr intuitives Programm aus Japan, was mit die besten Tools fürs Überblenden von Farben hat. Sehr einsteigerfreundlich und hat großen Fokus auf das Zeichnen bzw. Painten. Paint Tool Sai. Preislich ist Sai bei 5500 Yen, also umgerechnet etwa 42 Euro. Dann zum dritten Programm, Clip Studio Paint. Ein großer Favorit von vielen Künstlern. Der Regulärpreis ist genauso wie bei Sai etwa bei 42 Euro, aber ihr kriegt es auf dem Angebot für die Hälfte. Vom Funktionsumfang her würde ich es etwa zwischen Sai und Photoshop einschätzen. Hat sehr viele coole AI-Funktionen, um Bilder zu kolorieren. Also sehr beeindruckend, nicht ganz so einsteigerfreundlich wie Sai, aber bietet sicherlich mehr, wenn man sich damit gut auseinandersetzt. Jetzt zu den kostenlosen Programmen. Da gibt es 3 wichtige: GIMP, Krita und Fire Alpaca. GIMP ist das kostenlose Pendant zu Photoshop. Man kann es sicherlich auch fürs Emote-Zeichnen nutzen, aber meiner Meinung nach liegt bei GIMP der Fokus ebenso nicht auf das Zeichnen bzw. Painten, sondern mehr auf Bildbearbeitung. Dann Krita.
Krita ist eine sehr beliebte, kostenlose Software fürs Zeichnen. Viele mögen Krita sehr gerne, aber ich persönlich konnte mich damit nie so recht anfreunden, weil die Überblendungstools sehr weird waren und weil das ganze Handling einfach nicht so intuitiv war. Aber weiß ich nicht, ob das einfach nur eine persönliche Erfahrung war oder keine Ahnung. Aber ich hatte Probleme, mich damit einzugewöhnen. Aber probiert es, ist auf jeden Fall eins der besseren Programme. Und mein Favorit der kostenlosen Programme, FireAlpaca. FireAlpaca weist recht große Ähnlichkeit mit Sai auf. Vielleicht mag ich es deswegen so gerne. Und hat eigentlich auch alles, was ihr braucht, um Emotes zu zeichnen. Und in dieser Videoreihe werde ich auch FireAlpaca nutzen. Obwohl das meiste, was ich euch zeigen werde, auch in praktisch allen Programmen nutzbar ist oder anwendbar ist, dachte ich, ist es eigentlich ganz gut, wenn ich euch das alles in einem Programm zeige, was ihr euch selbst auch kostenlos holen könnt. Weil so könnt ihr auch direkt mitmachen, wenn ihr wollt. Kommen wir zu drittens, den Dateiformaten. Sicherlich hat jeder von euch schon mal von diversen Bildformaten gehört. Zum Beispiel JPEG oder BMP oder PNG oder GIF oder wie manche Leute sagen GIF, what the fuck. Oder sogar PSD. Und da weiß man oft nicht, was man bei digitaler Kunst eigentlich nutzen sollte oder was man für Emotes braucht. Worin unterscheiden die sich überhaupt? Kurz gesagt, meistens werdet ihr genau zwei Dateitypen nutzen. Einmal PNG, was für Portable Network Graphics steht, und einmal das interne Format des Programmes, das ihr nutzt. Bei Photoshop zum Beispiel wären das die PSD-Dateien. FireAlpaca zum Beispiel hat ein anderes Format, das hat MDP. Und Formate wie PSD oder MDP beinhalten all eure Ebenen, all eure Effekte und Einstellungen von Bild und Ebenen und so weiter. Also sehr wichtig, falls ihr ein Bild später noch bearbeiten wollt oder einfach weiterzeichnen wollt. Nicht so wichtig für Leute, die einfach nur in einer Ebene zeichnen, aber ihr habt die Möglichkeit, mehrere Ebenen zu nutzen, also nutzt sie auch. Und das PNG-Format nutzt ihr dann für den Upload. Der Vorteil von PNG ist, dass es kompakt ist, aber verlustfrei. Das heißt, wenn ihr das Bild abspeichert, dann ist es immer noch so, wie ihr es gezeichnet habt. Da Vorsicht, nicht als JPEG abspeichern. Denn das Bild verliert immer an Qualität, wenn man es als JPEG abspeichert. Deswegen PNG. Gut, da wir jetzt das Theoretische hinter uns haben, können wir eigentlich direkt anfangen und wir gehen zum vierten Punkt, zu den Bildmaßen. Und das Thema Bildmaße ist ein recht großer Streitpunkt bei sehr vielen Emote-Künstlern, denn viele fangen ihr Emote auf einer sehr, sehr großen Größe an. Und das habe ich früher auch gemacht. Da zeige ich euch direkt mal ein Beispiel. Das war eins meiner ersten Emotes, die ich gemacht habe. Und ich habe es auf einer Größe von 1000 x 1000 angefangen. Und der Vorteil daran, auf so einer großen Größe seine Emotes anzufangen, ist, dass man die Bilder im Nachhinein noch für andere Dinge verwenden kann. Zum Beispiel als T-Shirt-Motiv oder allgemein für den Druck. Hat aber den großen Nachteil, dass man sehr schnell in die Gefahr läuft, zu viele Details in seine Emotes zu bringen. Und damit dann gleichzeitig sehr viel mehr Arbeit zu haben. Denn die Emotes, die ihr am Schluss nämlich im Chat seht, haben nur eine Größe von 28 x 28 Pixel. Und mein fertiges Emote, was ich dann machen musste, sah so aus. Und seht ihr das? Ich musste so viel von dem Emote abschneiden, um überhaupt auf eine Größe zu kommen, wo man irgendwas erkennt. Denn hier, solche Details gehen sofort verloren. Oder hier dieser subtile Farbübergang. Oder hier diese leichten Lichteffekte. Oder hier. Oder hier. Deswegen meine Empfehlung, fangt eure Emotes recht klein an. Ich zeichne meine Emotes schon sehr lange auf der größten Größe, die Twitch haben möchte. Und das wären 112 x 112 Pixel. Und obwohl das die größte Größe ist, die Twitch haben will, ist das immer noch recht klein. Als ich das neu gezeichnet habe, habe ich das so gemacht. Ich habe das Emote auf 112 x 112 angefangen. Und hier kommt man nicht in Gefahr, dass man sehr viele Details reinbringt, die man später nicht mehr sieht. Oder zumindest nicht so sehr in Gefahr. Und wenn ihr mit dem Emote-Zeichnen anfangen wollt, habe ich sogar eine Vorlage für euch. Genau diese hier. Ich meine, es sind im Prinzip nur ganz viele Kästen in einer Größe von 112 x 112, wo ihr noch was dazu schreiben könnt. Es ist zum Skizzieren wunderbar geeignet. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das unten in der Beschreibung runterladen, aber an sich könnt ihr euch einfach schnell eins machen. Und ich zeige euch, wie das geht. Erstmal erstellen wir ein neues Bild unter File New und setzen das auf Breite und Höhe 112 x 112 Pixel. Was ich noch empfehlen würde, wäre die Hintergrundfarbe auf Farbe zu setzen und dann auf Weiß zu lassen. Weil auf Weiß arbeitet es sich schon recht besser als auf dem karierten, transparenten Hintergrund. Dazu noch gesagt, das ist nur fürs Zeichnen, das Weiß wird man später im Emote nicht sehen. Und die restlichen Einstellungen, die sind recht Wurst. Was noch wichtig zu sagen ist und was sehr viele Künstler falsch erklären,
Solange ihr eure Bildmaße in Pixel angebt und nicht etwa in Zentimeter oder Inch, also Zoll, ist es komplett egal, was ihr hier bei Resolution bzw. Auflösung für einen DPI-Wert drinstehen habt. Viele wollen euch dann erklären, dass die Bildqualität besser ist, wenn man das mindestens auf 300 hat oder ähnlichen Humbug. Der DPI-Wert, also Dots per Inch, spielt nur eine Rolle, wenn ihr das Bild in Zentimeter oder halt Zoll, also Inch, angebt. Im Prinzip ist das eine wichtige Angabe, aber halt nur für den Druck. Wenn ihr zum Beispiel einen Sticker drucken wollt und wisst, okay, die werden jetzt 3x3 cm groß, dann kann man sagen, man will eine gute Auflösung von 300 Pixeln pro Zoll. Und dann gibt man da halt eben eine 300 ein, während man dort 3x3 cm angibt. Versteht ihr? Aber für rein digitale Grafiken, die ihr in Pixeln angebt, spielt dieser Wert überhaupt keine Rolle. Deswegen habe ich hier scherzeshalber mal 1 angegeben. Aber das nur nebenbei. Also ihr erstellt euch ein Bild mit 112 x 112 Pixeln in Hintergrundfarbe weiß. Als nächstes macht ihr unten rechts eine neue Ebene. Diese Ebene füllt ihr dann komplett mit Schwarz. Dafür könnt ihr links auf den Farbeimer klicken oder den Shortcut G nehmen. Danach setzt ihr die Deckkraft irgendwie so auf 15% und dann geht ihr auf Edit und Canvas Size und macht hier den Haken raus und stellt es etwa auf 200 x 200 Pixel. Ihr könnt natürlich auch mehr machen oder weniger. Jetzt habt ihr einen sehr gräulichen Kasten auf einer Größe von 112 x 112 Pixeln und euer Bild, auf dem ihr zeichnet, ist noch ein bisschen größer. So, und jetzt erstelle ich mir noch eine Ebene, auf der ich dann zeichne. Und der Vorteil von einem weißen Kasten um das eigentliche Emote rum ist, dass man auch ein bisschen außerhalb des Emotes zeichnen kann. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, ein Männchen habe, was einen Hut trägt, wie mein altes Emote, dann kann man den Hut auch noch ein bisschen über den Rand hinaus skizzieren. Und wenn man seine Dateien nur auf den Kasten beschränkt, dann kann man das ja gar nicht. Und ich finde es sehr hilfreich, wenn man auch über die Ränder hinaus zeichnen kann, weil dann kann man im Nachhinein immer noch sagen, ja gut, vielleicht hätte ich das Emote gerne eher so und dann muss man nichts nachzeichnen. Alles klar, jetzt habt ihr euch eine eigene Vorlage zum Emote-Zeichnen gemacht oder eben meine eigene runtergeladen. Und das war's dann mit den Basics. Im nächsten Video geht es dann um die Ideenfindung, um Motive bzw. klassische Emote-Motive und weitere Kleinigkeiten, auf die man so ein bisschen achten kann. Dann vielen Dank fürs Zusehen und vergesst nicht, dem Like-Knopf ordentlich eine Schelle zu geben oder vielleicht sogar zu abonnieren, falls ihr das Video halbwegs interessant oder hilfreich fandet. Dann sehen wir uns im nächsten Video oder vielleicht sogar im nächsten Stream auf meinem Twitch-Kanal, wenn ihr wollt. Also macht's gut und tschüssi.